Hallo, mein Name ist Nicola. Ich komme ursprünglich aus Graz, Österreich und ich lebe schon seit fast 5 Jahren hier in Seoul, Südkorea. Und ich werde euch jetzt einmal im Monat so ein bisschen was aus dem Alltag hier in Korea vorstellen. Ich habe mir gedacht, wir machen mal ein Video über den Herbst in Korea, weil ich persönlich finde, das ist die schönste Zeit im Jahr hier in Korea, weil sich alles so schön bunt verfärbt und die Temperatur ist genau richtig. Es ist nicht zu warm, es ist nicht zu kalt und es ist eigentlich überhaupt nicht verregnet. Es ist die ganze Zeit sonnig. Es ist einfach wunderschön hier. Aber was ich euch heute eigentlich vorstellen wollte, sind herbstliche koreanische Snacks. Schauen doch sehr herbstlich aus, oder? Also ich finde, die Farben allein von diesen Snacks sind sehr herbstlich. Also ich habe heute vorbereitet, ja, was wahrscheinlich eh jeder kennt, Kastanien oder Pam. Und ich finde, das Praktische hier in Korea ist, wenn man Lust auf Kastanien hat, dann kann man einfach in den Convenience Store gehen und sich eine Packung geschälter, gerösteter bzw. gekochter Kastanien kaufen. Dann die Herbstfrucht in Korea schlechthin, Kam, also Kakis, schauen nicht nur schön aus aufgrund der orangen Farbe, sondern schmecken auch wirklich gut. Ich habe hier die getrocknete Variante. Man kann die natürlich auch frisch essen, die Kakis. Aber ich persönlich bevorzuge die getrocknete Variante, so als Snack für zwischendurch, einfach perfekt. Und ja, das letzte hier auf der Seite, die gelben Nüsse, das sind Ginkgo-Nüsse. Also wie man im Intro schon gesehen hat, die Ginkgo-Bäume, die gelben, die sind ja gerade wunderschön. Und Ginkgo-Bäume sind nicht nur schön, sondern auch die Ginkgo-Nüsse, die schmecken wirklich gut. Die sind eigentlich weich. Das Einzige ist nur, das ist auch wirklich das Einzige, was ich im koreanischen Herbst nicht ganz so toll finde. Man muss in Korea im Herbst wirklich aufpassen, wenn man auf der Straße geht und einen schönen Ginkgo-Baum sieht, oh so schön, dass man nicht versehentlich auf die Ginkgo-Nüsse, die heruntergefallen sind, draufsteigt, weil das sind richtige Stinkbomben. Ginkgo-Nüsse schmecken gut, aber sie riechen nicht gut. Also die auf der Straße am Boden liegen. Und ich werde jetzt noch in den Park gehen und das Wochenende noch ein bisschen den Park genießen, und da werde ich auch ein bisschen was über die aktuelle Corona-Situation hier in Korea erzählen. In Korea finde ich, seit die ganze Pandemie begonnen hat, hat sich jetzt im Alltag nicht so mega viel verändert, bis auf dass man eben jetzt immer eine Maske auf hat. Überall Handdesinfektionsmittel zur Verfügung stehen und bei Firmen, Restaurants und Cafés, wenn man reingeht, Fieber gemessen wird. Also da gibt es so Geräte, wo man sich da vorstellt, das geht richtig schnell. Im Grunde sind die Zahlen eigentlich jetzt seit Monaten immer relativ gleich. Es ist immer um die 100 Leute. Ich glaube, der Grund dafür, dass die Zahlen der Infizierten immer so relativ gering gehalten werden können, liegt darin, dass Korea das Tracing sehr gut im Griff hat. Haben sie jetzt in Korea vor allem bei Restaurants und Cafés so ein Check-in-System. Und anfangs hatten sie da Listen, wo man eben Name, Telefonnummer, Zeit des Besuchs und so weiter eintragen musste. Aber jetzt haben sie das eigentlich fast überall auf ein QR-Code-System umgestellt. Also man kann auf Kakao oder Naver, das sind eben zwei der größten Portale hier in Korea, kann man einen QR-Code erstellen und den scannt man dann einfach ein und dann ist man automatisch eingecheckt. Ich glaube, eben das Tracing einerseits hilft da wirklich und andererseits, dass wirklich auch alle überall Masken aufhaben. Man kann ganz normal in Restaurants, Cafés und zur Arbeit gehen. Oh. Falls ihr irgendwelche Fragen oder Kommentare habt, bitte in den Kommentaren Bescheid geben und ja, das nächste Mal.